Also wir Schwestern leben hier, wollen aber der Welt und den Menschen, die suchen, an der Seite stehen, in dieser herrlichen Gegend, wenn sie nach Sinn und Wesentlichen in ihrem Leben suchen. Ja, ich bin Maria Letizia Fech, die 4. Äbtissin des Klosters Waldsassen, seit 1995 im Amt und dieses Jahr 45 Jahre Zisterzienserin. Also dieses Wort Kloster, Kultur, Landschaft sind eigentlich 3 Bereiche. Es ist das Kloster, in dem ich hier lebe, in dem wir miteinander leben als Gemeinschaft, diesen Ort einfach lieben mit Haut und Haar. Das kommt zum Ausdruck, indem wir unser Gelübde der Stabilitas Loci leben. Wir haben uns mit unserem ganzen Sein durch unsere Gelübde an diesen Ort gebunden. Kultur ist natürlich etwas, was immer von den Klöstern ausgegangen ist. Das wollen wir natürlich heute auch, indem wir eine Form des Zusammenlebens aus der Tradition, der Spiritualität der Zisterzienser und Benediktiner den Menschen heute zeigen wollen, zugänglich machen wollen, an einem Andersort, in einer Anderszeit. Also wir leben anders, aber wir leben mitten in dieser Welt und möchten daran auch die Menschen teilhaben lassen. Dann natürlich die Landschaft, das ist das ganz Besondere hier in der Region. Das sind die Teiche, das ist das Wasser. Ich persönlich habe in meinem Wappen den Brunnen, das Wasser. Zisterzienser und Wasser gehören einfach zusammen. In Tal und Einsamkeit haben die Zisterzienser hier an diesem Ort gewirkt. Alle Zisterzienserkloster wurden an einem Fluss gebaut. Und was hier noch dazu kommt, das Land der 1000 Teiche, wie das Stiftland auch genannt wird, die zum großen Teil auf die Mönche zurückgehen, aber natürlich dann auch später weiterentwickelt wurden, dass es das ist, was es heute ist. Teil dieses Fördervereins zu sein, bedeutet für mich, Teil einer Vision zu sein, die nicht aus den Ideen von uns Menschen einfach so kommt, sondern ihre Geschichte hat. Eine lange Geschichte seit der Gründung des Klosters und der Prägung eben dieser Landschaft. Und diese Vision hatte einen Anfang schon vor vielen hunderten Jahren. Und ich glaube, dass der Förderverein einfach diese Vision aufgreift und fortführt und lebendig erhalten will. Und ein Teil dieser Vision zu sein, das ehrt mich und freut mich, aber fordert mich natürlich auch, etwas einzubringen, wie man das weiterentwickeln kann. Mein Name ist Thomas Vogel, ich bin seit 2005 Pfarrer hier in Waldsassen und seit kurzem auch für die Kappelkirche als Pfarrer verantwortlich. Und das sind meines Erachtens nach und auch, ich glaube, von der Außenwahrnehmung sicherlich die beiden markantesten kirchlichen Gebäude der Klosterkulturlandschaft hier im Stiftland. Und es ist natürlich ein unglaublich prächtiges Bauwerk. Und wenn ich da herin bin in der Basilika, dann erfüllt mich das immer mit Staunen und in gewisser Weise mit Ehrfurcht. Ja, also mein Name ist Harald Hertel. Ich bin gebürtiger Waldsassner und ich bin also jetzt seit 2015 bin ich beim Förderverein Welterbe Klosterlandschaft Waldsassen-Stiftland und da bin ich im Vorstand tätig. Und also solche sakralen Bauwerke wie hier haben wir in ähnlicher Form, vielleicht nicht ganz so prunkvoll, sehr viele im Landkreis oder in der Klosterlandschaft. Also zum Beispiel die Kirche von Neualpenreuth oder die Pfarrhöfe von Wondreb und von Leonberg und die dortigen Kirchen oder die Totentanzkapelle, die Kapelle von Machenay und natürlich nicht zu vergessen unsere Wallfahrtskirche Kappel. Und es sind nicht nur diese Kirchen oder Kapellen, es sind auch ganz viele Flurdenkmäler oder natürlich auch die Wirtschaftshöfe. Und diese ganzen Baudenkmäler, die bilden dann praktisch noch die zweite Komponente unserer Klosterlandschaft, nämlich die spirituelle Sakrallandschaft. Also wenn Sie so wollen, wir haben praktisch die Kulturlandschaft, die also einmal durch die Landnutzung der Mönche entstanden ist, also die, wenn man so will, die profane Kulturlandschaft und dann daneben noch die spirituelle Sakrallandschaft und beides miteinander ergibt dann eben im weiteren Sinne unsere Klosterlandschaft. Also eine Klosterlandschaft mit mehreren Facetten.
Die heutige Basilika und Pfarrkirche ist eine frühere Zisterzienser-Klosterkirche. Aus der Geschichte wissen wir, 1133 wird das Kloster gegründet und im Jahr 1179 wird hier eine erste große romanische Klosterkirche eingeweiht. In der Barockzeit aber wird die komplette Klosteranlage neu aufgebaut und natürlich auch die Kirche, die dann 1704 am Andreastag, den 30. November, eingeweiht wird. Bis 1803 leben und arbeiten hier Zisterziensermönche. Und durch die Säkularisation mit der Aufhebung des Klosters wird dann diese Kirche zur Pfarrkirche. Und seitdem sind es die Gläubigen hier vor Ort, die dieses Erbe weiter lebendig erhalten. Und seit 1864 gemeinsam mit den Zisterzienserinnen, die von Seligenthal in Landshut gekommen sind, um ein neues Kloster hier zu beleben und zu gründen. Und so haben wir in guter Gemeinschaft und Nachbarschaft, wie es die Frau Äbtissin auch immer formuliert, diese gemeinsame Aufgabe, dass wir dieses reiche und vielfältige Erbe bewahren und gestalten. Und ein weiterer Ort ist eigentlich ein Weg, der sogenannte Stationsweg mit den Rosenkranzgeheimnissen, der hier von Waldsassen hinauf zur Kappelkirche durch den Wald auch führt. Diesen Weg zu gehen, da innezuhalten, in der Natur zu sein und gleichzeitig mit diesem Kulturgut des Glaubens verbunden zu sein, das ist so eine Symbiose von verschiedenen Kräften, die einen wirklich auf den Weg bringen und in Bewegung sein lassen und Kraft gibt auch für die anderen Wege, die man im Alltag zu gehen hat. Und ich glaube auch, mit der Renovierung der Kirche und dem Erhalt dieses Baus tragen wir unseren Teil dazu bei, dass diese Einheit von Kloster und Pfarrgemeinde, aber auch zusammen mit der Stadt fruchtbar bleibt, vor allem auch durch die Konzertreihe, die hier in der Basilika ja auch veranstaltet wird und wir einen, denke ich, wertvollen kulturellen Beitrag auch für das Leben der Stadt und des ganzen Landkreises und des Stiftlandes damit gestalten. Und der Bürgermeister sagt es ja eigens immer, dass wir hier zusammengehören, Kloster, Pfarrei und Stadt. Man verbindet uns ja mit der Tradition, mit der barocken Klosterlandschaft und Kulturlandschaft. Aber wir sind Menschen, die modern sind, wir feiern gerne, wir sind aktiv, wir haben ein reges kulturelles, gesellschaftliches Leben. Also das heißt, es ist diese besondere Verbindung, die man hier nicht erwartet. Also in der Tradition, trotzdem aktuell, hip, modern. Und das ist das, was ich auch wirklich sehr genieße und was viele auch von uns nicht erwarten. Ja, mein Name ist Bernd Sommer. Ich bin Bürgermeister in Waldsassen schon seit etlichen Jahren, leidenschaftlich und aus Überzeugung. Also in dem Wort Welterbe steckt Welt, also es hat Wirkung in die gesamte Welt hinein. In der Vergangenheit natürlich, es ist Geschichte, aber was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass es hineinwirkt in die Gegenwart, erlebbar wird im Jetzt. Das ist auch das, was wir hier an diesem Ort, warum wir bauen, warum wir gestalten, in die Zukunft hinein, dieses Kloster für die nächste Generation erlebbar machen wollen. Und Welt, Erbe bedeutet Verantwortung. Wir Zisterzienser leben nach der Benediktsregel, natürlich auch wir Zisterzienserinnen, die über 1500 Jahre schon gelebt wird in unseren Klöstern. Und im Zisterzienserorden war der größte Heilige der heilige Bernhard. Er war ein europäischer Heiliger. Er hat damals ein ganzes Jahrhundert geprägt. Es hieß sogar, Frauen, versteckt eure Männer, die Welt droht zisterziensisch zu werden. So viele Menschen hat er für die Bewegung des Zisterzienserordens begeistert. Das könnte unsere heutige Zeit auch wieder brauchen. Und was vielen Menschen gar nicht bekannt ist, dass die Zisterzienser damals eigentlich das erste europäische Parlament gebildet haben, denn sie sind jährlich zu den Generalkapiteln, die Äbte, gereist aus ganz Europa und haben da europäisches Wissen nach Europa, aber auch in die ganze Welt hineingetragen. Ja, in erster Linie bedeutet es für mich ganz persönlich Identität, die ich vielleicht über Jahre so nicht gefunden habe. Ich weiß jetzt, in welcher Landschaft ich wohne, warum ich mich vielleicht in manchen Bereichen so entwickelt habe. Und deswegen freut es mich, dass man das auch für die Zukunft, für die Öffentlichkeit auch darstellen kann. Und dass vielleicht auch andere Menschen, die hier leben, aber auch Gäste daran teilhaben können, also Teil dieser besonderen Klosterlandschaft zu sein. Dass unsere Landschaft hier
durch die Mönche, also durch das Kloster Walsassen geprägt ist. Also das Stiftland oder große Teile des Stiftlands, das ist ja eigentlich allgemein bekannt. Es wurde 2014 ein Gutachten erstellt und in diesem Gutachten, da wurde also die besondere Qualität dieser Klosterlandschaft festgestellt. Und zwar dahingehend, dass also diese Klosterlandschaft wohl die größte in ganz Mitteleuropa ist von der Fläche und außerdem, dass also hier ganz viele Landschaftselemente sind und die hier eben eine besonders hohe historische Ausstrahlungskraft haben. Das Gute für uns oder ich sage mal für unsere Klosterlandschaft war, dass der Gutachter vorher in anderen Projekten mit dem Thema Welterbe zu tun hatte und hat auch hier sozusagen für sich überlegt, ob diese Landschaft eine Eignung besäße, den Welterbestatus zu bekommen. Und er kam zu dem Ergebnis, ja, die Landschaft könnte durchaus mal ein Welterbe werden. Er meinte außerdem, dass es also zwar schon viele Klosteranlagen gibt, die auf die Welterbe sind, aber es gibt noch keine einzige Klosterlandschaft. Wir spüren einfach, dass die Menschen immer mehr entdecken, was sie hier an kostbaren Schatz haben. Vor 20, 25 Jahren war das noch nicht so. Es wird immer mehr entdeckt, in welcher schönen Gegend wir hier im Stiftland leben dürfen. Und das stimmt mich froh und bestätigt mich auch in meinem Tun des Aufbaus dieses Klosters und allen Einrichtungen, die dazugehören, die die Bevölkerung annimmt und die, glaube ich, auch dieses Welterbe sichtbar machen. Diese wellige Stiftländer Landschaft, wo man an vielen Kleinigkeiten vorbeikommt, die auf die Klosterlandschaft hinweisen, immer wieder den Blick auf die großen Bauwerke, die mächtigen Türme der Basilika. Und was ganz besonders ist, einfach diese Momente, wo man feststellt, ich habe die Landschaft für mich allein. Und das sind Momente, in denen ich unheimliche Kraft und innere Ruhe entwickle. Und ich habe das von vielen Menschen auch gehört, Gäste, aber auch Einheimische, die genauso empfinden, die sagen, wenn sie hier sind und draußen in der Natur sind, dass sie diese Impulse, diesen Spirit, diesen Geist auch spüren und für sich persönlich da wirklich Kraft schöpfen. Das ist wirklich einzigartig. Auf der einen Seite das Kloster, das hier jetzt wirklich diese Kulturlandschaft und diese Spiritualität lebt, aus der Tradition der Jahrhunderte heraus. Wiederum nochmals die Ruhe, die Stille, das Gebetsleben, also so ein Gegenpol, ein anderes Ort zu unserer schnelllebigen Zeit und eine Wertschätzung finden, was ist hier eigentlich Besonderes da? Und ich glaube, das kommt dann zum Ausdruck, wenn jetzt die Stadt und der Landkreis dieses Welterbesiegel anstreben und unser Kloster einfach zu diesen 18 Klöstern, europäischen Klöstern gehören darf. Ich glaube, beides zusammen, ein lebendiges Kloster, das diese zisterziensische Spiritualität heute noch lebt, und das Welterbe. Ich glaube, das gibt einfach eine runde, gute, schöne Sache. Ja, unser erstes Ziel war es ja, dass wir diese besondere Klosterlandschaft einfach sichtbar machen. Sichtbar machen im Sinne von, dass die Menschen die Augen öffnen und sehen, an was sie eigentlich bisher vielleicht unbeteiligt vorbeigelaufen sind. Ja, und der eigentliche Zielpunkt ist es ja, dass diese Ideen der Besiedlungsgeschichte, diese Mönche waren ja vielfältig in der Sprache, in dem, wie sie gelebt haben aber nach einheitlichen Grundregeln gelebt. Wir sind vielfältig in Europa, aber trotzdem bindet uns sehr vieles. Für mich eigentlich die Antwort auf viele Fragen der heutigen Zeit. Und das wollen wir transportieren und das ist großes Ziel auch unseres Vereines, das den Menschen hier näher zu bringen, aber auch einzuladen, dass Gäste von nah und fern zu uns kommen, diesen europäischen Geist hier bei uns zu erleben und zu erkennen. Durch diese Kontakte mit anderen Klosterlandschaften konnte man ja gewissermaßen über den Tellerrand hinausblicken. Und da hat man eben gesehen, was die anderen Klosterlandschaften zu bieten haben. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was wir hier zu bieten haben, dann möchte ich behaupten, dass wir hier schon ein Schwergewicht sind.
und dass dieses Erbe, für das man ja Verantwortung übernimmt, dann wirklich auch auf andere Bereiche, auf andere Menschenleben, auf andere Lebenssituationen auswirken kann. Dass man sagt, was ich hier sehe, dass da so etwas Bedeutendes erhalten wird, dass es weiterhin mit Leben erfüllt ist, das kann auch für meine Lebensbereiche eine Aufgabe bedeuten oder dass ich hier angeregt werde, da etwas weiterzuentwickeln, auch für mein Leben, wo ein Erbe da ist auch, aber dass es hier etwas auch ist, das Menschen miteinander verbindet. Und wenn man dann rausgeht und sieht, was hier alles passiert ist und was entsteht, dann sind das die inneren Impulse, die mir schon reichen, um jeden Tag aufs Neue anzupacken und mit voller Kraft wirklich daran zu arbeiten, dass wir die Region noch stärker ins Licht bringen. Wir wollen diesen Andersort des Zisterzienserklosters Waldsassen weiter aufbauen, dass es ein Ort für die Zukunft ist und vor allem auch ein Ort, in dem die Schöpfung, die Natur bewahrt werden, was in unserer heutigen Zeit so wichtig ist. Und wir aus den Wurzeln unserer Kultur, unserer christlichen Kultur, Akzente in der heutigen Zeit setzen können, die einfach die Menschen froh machen, ihnen Zuversicht und Hoffnung geben.